Hallo und willkommen bei Niki at Home. Schön, dass du da bist. Ich habe 8 super Tipps für dich, wie du im Nu so einen Fruchtteller gestalten kannst, der perfekt ist für deinen nächsten Brunch oder Frühstück mit Freunden oder einfach zum Mitbringen für die nächste Party. Auf meinem Kanal teile ich mit dir ganz viele günstige Deko-DIYs, leckere, gelingsichere Rezepte, die ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du selbst deinen Garten gestaltest und wie du ihn pflegst. Und alles, was du zur Partyplanung brauchst, vom Kindergeburtstag bis zur Erwachsenenparty. Für deinen Fruchtteller kannst du natürlich die Sorten verwenden, die dir am besten schmecken. Meine Lieblingssorten sind Wassermelone, Blaubeeren, Erdbeeren, Mango, Papaya und Passionsfrucht. Wir fangen mal mit der Wassermelone an. Einer meiner Lieblingsfrüchte und gerade im Sommer echt so lecker und saftig. Und dann sind wir auch schon bei meinem ersten Tipp. Kauf nur ein Stück Frucht, nicht die ganze. Dafür gibt es 2 Gründe. Der eine ist, du kannst ja in die Wassermelone nicht reinschauen, wenn du eine ganze kaufst. Und so siehst du, ob sie schön reif und rot ist. Außerdem, wenn die bei so kleinen Gemüsehändlern oder so dann ein Stück verkaufen, dann kannst du dich darauf verlassen, dass das wirklich gute Ware ist und frisch und richtig schön süß. Und der zweite Grund ist, du brauchst einfach auch nicht eine ganze Melone. Unser Früchteteller ist heute für 4 Personen und da langt einfach so ein kleines Stück. Bei der Papaya habe ich es auch so gemacht, da habe ich auch nur eine halbe gekauft. Also lieber Qualität statt Quantität. Jetzt legst du die Melonenstücke nochmal übereinander und teilst sie nochmal. Und das ist schon mein Tipp Nummer 2. Schneid alles in kleine Häppchen, weil du willst ja nicht zu große Stücke. Das gerade bei der Wassermelone, die beißt man ja so von der Schale ab, dass man das gut abbeißen kann und nicht rechts und links am Mund alles übersteht. Tipp Nummer 3 ist, verwende eine Kuchenplatte, die so ein bisschen erhöht ist. Weil wenn du ein Buffet hast oder es auf den Tisch stellst, dann sieht es einfach schön aus, wenn es so ein bisschen erhöht ist. Dann kannst du auch ein bisschen was drunter stellen. Und es macht einfach auf einer Tortenplatte, die erhöht ist, ein bisschen mehr her. Mein Tipp Nummer 4 für dich ist, fächer deine Früchte auf. Es sieht einfach schöner aus, wenn du sie so leicht verschiebst und so ein bisschen Abstand zwischen den einzelnen Scheiben ist, als wenn man so einen Stapel oder so hinlegt. Von daher fächer deine Früchte auf. Ich habe mich hier entschieden, dass der grüne Rand von der Melone auch den Rand wiederholt von der Form von der Platte und ist ganz außen hingelegt. Ich finde, gerade bei süßen Früchten darf so eine saure Frucht nicht fehlen und nichts ist da besser als die Maracuja. Die schneide ich auf und löffle dann die eine Seite in die andere, lockere die andere Seite auch so ein bisschen und lege dann später einen Löffel dazu. Und wer möchte, kann sich Maracuja selber drauf machen, weil nicht alle mögen es und so ist es in ihrer eigenen Schale und die Gäste können entscheiden, ob sie es möchten oder nicht. Für jetzt platziere ich die Maracuja-Hälfte mal in der Mitte, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, wo sie hinkommt. Das kann ich später dann noch ändern. Jetzt kommen wir zur Papaya, auch eine unserer Lieblingsfrüchte. Und da müssen wir jetzt erstmal die Kerne entfernen und das machen wir am besten mit einem Löffel. Schaut euch die Farbe an, die ist schon so reif und wäre auch echt mega lecker. Falls die Papaya nicht zu deinen Lieblingsfrüchten gehört, dann bin ich nicht überrascht. Meine war es früher auch nicht, bis ich im Mexiko-Urlaub mal die zum Frühstück serviert bekommen habe mit Limettensaft. Und ich war echt hin und weg. Erstens sind die natürlich in Mexiko total süß, genau wie die ich hier heute gekauft habe. Und dann mit dem Limettensaft entwickelt die ein Aroma. Also Papaya ohne Limettensaft geht irgendwie gar nicht mehr für mich. Also falls ihr es nicht mögt, kauft euch eine Papaya bitte und macht mal Limettensaft drauf. Das ändert alles. Mein nächster Tipp geht ums Geld sparen und das kann man bei der Papaya sehr gut. Die ist nämlich bei so einem kleinen Gemüsehändler natürlich mega teuer und im Supermarkt kriegt man richtig gute Qualität. Man muss nur ein paar Tage früher schon dran denken und die einfach ein paar Tage früher kaufen und dann in der Küche nachreifen lassen. Dann ist sie genauso reif und lecker. Ja, nachdem ihr die Kerne entfernt habt, könnt ihr dann einfach noch die Haut abschneiden. Ich mache das immer mit einem schönen scharfen Messer und schäle sie sozusagen ab.
Da sind wir schon bei meinem Tipp Nummer 6 und der lautet, schneid dünne Scheiben. Weil irgendwie ist alles leckerer, wenn es so dünn und fein geschnitten ist. Ob das jetzt bei der Wassermelone ist oder hier bei der Papaya oder später auch bei der Mango. Ganz dünne Scheiben schmecken einfach so besonders. Es ist einfach, ich weiß auch nicht, irgendwie feiner und leckerer und ja, filigraner und einfach netter zum Kauen und weiß auch nicht, irgendwie dünne Scheiben sind einfach edel. Ist ja eigentlich Quatsch, weil es ist ja die gleiche Frucht. Aber es macht den feinen Unterschied im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr dann alle Scheiben aufgeschnitten habt, dann nehmt ihr sie einfach mit dem Daumen so in diese Höhle rein und dann dreht ihr sie rum und legt sie auf den Teller und dann schiebt ihr sie so flach auseinander. Wieder aufwächern. Mir sind hier so ein paar Scheiben rausgerutscht, aber das ist nicht schlimm. Könnt ihr einfach mit dem Messer dazwischen gehen, es öffnen und irgendwo reinstecken, wo es passt. Bei meinem Tipp Nummer 7 werden einige von euch vielleicht die Augen verrollen, aber ich schwöre drauf, ein eigenes Fruchtbrett zu haben. Und darauf schneide ich auch wirklich nur Früchte. Ich habe 3 davon, sind einfach so Ikea-Brettchen, so aus Plastik. Und der Grund liegt darin, dass ein Holzbrett oder überhaupt ein Brett, auf dem ihr Zwiebel oder sonstiges Fleisch oder sonstiges schneidet, irgendwann diesen Geschmack und den Geruch annimmt. Und wenn ihr dann die Früchte drauf schneidet, dann nimmt eure Frucht auch so einen komischen Geschmack an. Und es gibt echt nichts Schlimmeres für mich. Man schmeckt es total raus. Und deshalb benutze ich ein eigenes Fruchtbrett, das die Frucht ihren Fruchtgeschmack behält und nicht irgendwas anderes bekommt. Und damit sind wir schon bei der Mango, der Lieblingsfrucht meiner Kinder. Die Mango hat ja so einen großen, aber breiten Kern. Von daher schneide ich mir dann immer eine Hälfte ab und versuche so am Kern so im leichten Bogen vorbeizuschneiden. Als nächstes schälst du dann deine Mango dünn ab. Man kann es natürlich auch einritzen und mit dem Löffel rausnehmen, aber für so eine Fruchtplatte sieht es einfach schöner aus, wenn du es schälst. Die Mango ist auch so eine Frucht, bei der man gut Geld sparen kann. Die gibt es nämlich auch oft im Angebot beim Discounter oder beim Supermarkt. Und wenn man sie dann, wenn sie noch hart ist und man lässt sie 3-4 Tage in der Küche reifen, dann ist sie genauso wunderbar zart und fruchtig und lecker. Für einen besonderen Anlass wie heute gehe ich natürlich zum Gemüsehändler meiner Wahl und der kennt mich schon und der würde mir auch nie irgendwas andrehen, weil ich komme ja immer wieder. Von daher ist es immer gut, wenn man so einen Gemüsehändler hat und dann kann man sagen, ich brauche es für heute. Auch bei Avocado mache ich das manchmal, wenn ich so last minute irgendwas brauche. Und dann kann man sich darauf verlassen, dass die echt richtig lecker ist. Jetzt schneidest du auch deine Mango in ganz dünne Scheiben, weil wir wollen sie ja genauso auffächern wie die anderen Früchte. Die aufgeschnittene Mangohälfte könnt ihr einfach vom Brettchen direkt auf eure Platte schieben. Dann einfach mit der flachen Hand nach unten drücken und dann fächert es schon automatisch auf. Jetzt sind schon all deine Früchte aufgeschnitten und zum Schluss schneidest du dir noch eine Limette auf. Aber bevor wir die Papaya mit dem Limettensaft beträufeln, dekorieren wir jetzt erstmal die Erdbeeren und die Blaubeeren auf der Platte. Die Beeren habe ich vorher gut gewaschen und dann einfach auf einem Papiertuch trocknen lassen. Mein Tipp Nummer 8 ist Fruchtgruppen. Und damit meine ich, dass ihr eine Frucht immer zusammenlasst als Gruppe. Also nicht hier so ein paar Erdbeeren und da so ein paar Erdbeeren und hier so ein bisschen Mango und da so ein bisschen Mango, sondern das Auge findet Ruhe und es sieht edler aus, wenn ihr einfach die Früchte zusammenlasst und einfach so in Gruppen platziert.
Zum Schluss kommen dann eure Blaubeeren noch drauf. Achtet darauf, dass keine Weichen dabei sind, weil nichts Schlimmeres als so eine weiche Blaubeere. Soll schon noch schön hart und knackig sein. Zum Schluss kommt jetzt noch euer Limettensaft über die Papaya. Ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass ich Papaya gar nicht mehr anders serviere, weil das echt den Geschmack so intensiviert. Und ich mache das hier mit der Zitronenpresse, mit der presse ich Zitronen, aber auch Limetten aus. Die verlinke ich euch unten in der Infobox. Meine ist schon super alt und die kann ich echt empfehlen. Ist eine richtig gute Qualität. Und für eine Viertel Papaya, wie ich es jetzt heute hier dekoriert habe, braucht ihr eine Limette und für eine halbe Papaya braucht ihr 2 Limetten. Also schon ganz schön viel Saft, aber das braucht es auf jeden Fall. Vertraut mir. Und so sieht er dann aus, dein Fruchtteller. Simpel und schnell gemacht, aber schön für jeden Brunch oder ein tolles Frühstück mit Freunden. Alles, was ich mit dir teile, ist meine absolute Leidenschaft. Ich drehe alles mit meinem Handy, schneide und vertone alles selber. Und ich freue mich über nichts mehr als über ein Like oder ein Abo, das du mir da lässt. Ich sage im Voraus vielen Dank. Dann war es schon mal wieder für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffe, ihr probiert auch mal so eine Fruchtplatte aus. Ich wünsche euch noch einen tollen Sommer und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. XOXO, eure Niki.